So, hallo liebe Koi-Freunde. Ich mache das immer so, ich nehme mir hier so einen Stein und pack den hier in die Karre. Müssen wir gucken, ob so oder so. Muss ein bisschen höher. So. Dann kann man das super damit transportieren. Zack, da geht das Tippo-Toppo. Dann müssen wir jetzt natürlich Wasser reinfüllen, logisch. So, jetzt fahren wir das Wasser zum Teich. Das Wasser kommt zum Koi, nicht der Koi zum Wasser. Schwipp, schwapp. So, jetzt nehmen wir noch hier die Messwanne mit, die längere, weil das ist schöner. Da kann man die besser drin angucken. Oh, guck mal, wer ist denn da? Hallo, ihr kleinen Süßen. Seid ihr frisch geschlüpft im Gras? Wart ihr nicht gestern noch zu dritt? Mama, du musst doch aufpassen auf deine Kleinen. Musst doch aufpassen, dass der Habicht nicht kommt. Das sind wilde Hühner, die bei uns rumlaufen. Das sind nicht unsere. Keine Ahnung, wo die herkommen. Naja, ihr habt euch wohl, ihr Kleinen. Und fresst nicht das Fischfutter weg. Jetzt haben wir hier eigentlich schon alles, was wir für heute brauchen. Denn wir wollen ja so ein paar Koi rausfangen. Cheep. Ich werde die erstmal da reinsetzen, wenn das reicht, was da alles im Netzsetzkescher drin schwimmt. Erstmal alle da rein. Dann können wir uns die nach und nach angucken. Dann tue ich sie wieder zurück in das Schwimmnetz und dann ist alles Paletti. Und dann wissen wir genau, was wir im Netz drin haben und wie viele, wie groß die sind. Wieso ist das jetzt plötzlich so windig? Das rauscht bestimmt in der Kamera. Und hier habe ich diesen Überzug, den machen wir mal drauf jetzt. So, wir nehmen uns einmal hier die Handheckenschere damit. Da ist so viel gewachsen um den Teich herum. Ich kriege sonst das Netz gar nicht raus. Jetzt ist natürlich der Wind weg, logisch. Aber ich habe jetzt dieses Schaumstoff drum gemacht, damit ihr nicht mehr so viel Windgeräusche habt. So, jetzt wollen wir auch mal endlich was schaffen. So sieht es ja im Moment aus mit dem Teich. Schwimmnetz ist richtig zugewachsen. Da haben sich, wer weiß was für Schilf, Gras, da ist sogar ein Birkenbäumchen rechts eingesät über das Jahr jetzt. Und das ist innerhalb von einem Jahr so gewachsen, ne? Cool eigentlich, sieht cool aus, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht so gut, wenn das Netz dann kaputt geht und diese Geschichten. Jetzt müssen wir das Netz ja rausziehen. Das müssen wir hier durchziehen. Und ihr seht, hier ist das so zugewachsen. Das müssen wir erstmal ein bisschen abschneiden hier, das Gras. Das kann ja was werden. Erstmal die Stangen hier rausziehen. Das sind alte Schnurnägel. Das ist schon wieder ein Huhn. Hört mir mal auf mit dem Huhn hier. Jetzt brauche ich noch Handschuhe, weil ich kriege die blöde Stange da nicht raus. Das ist ein Torstahl. Geriffelt. Kriegt man natürlich nicht raus. Ne? So, wir fangen jetzt hier schon mal an. Schneiden das ab. Ich will natürlich nicht in mein Kormorannetz schneiden. Das wäre totaler Quatsch. Hier ist das, da. Siehst du? Dann muss ich das da nicht durchziehen, wenn ich das hochnehme. Das haben wir gleich hier. Ja, die Koi, die wissen schon, dass irgendwas nicht stimmt. Kommt keiner momentan. So, jetzt müssen wir hier diese Stange. Boah, wer hat die denn reingeknallt? Das war wahrscheinlich ich. Den krieg ich gar nicht raus. Oh, Scheißdreck. Das ist schlecht, weil der ist im Weg. Aber ich muss sagen, das gefällt mir jetzt ja gar nicht, dass ich die nicht rauskriege. Bin ich auch ein bisschen enttäuscht in mir selber. Oh, nee, kann's vergessen. Guck mal, das ist doch schon 2 Meter breit. Wir machen noch ein bisschen breiter und ich glaube, dann passt das hier durch. Und dann können wir es so langsam an Land ziehen. Und was übrig ist nachher im Wasser, können wir mit dem Schlauchkescher die Tiere behutsam rausholen. Nicht mit dem Angelkescher wie letztes Mal. Das soll man nicht immer machen, ne? Jetzt hätte ich mir fast noch einen Fuß reingeschnitten. Das darf man nicht. Das ahnt man gar nicht, was bei der Koi-Haltung, gerade extensive Koi-Haltung, für Gefahren lauern. Das ist nicht nur der Kormoran, das ist auch die Handheckenschere. Ja, guck mal, das ist natürlich hier Gift. Den müssen wir noch mal tiefer abschneiden, den Stock. Sonst habe ich das Netz gleich kaputt. Das Gute ist, bei meinem Grundstück kannst du einfach so machen, dann ist das weg. Ist ja wie gelernt, ne? Zack. So wird hier aufgeräumt.
Die Hühner haben hier überall hingekackt. Das finde ich gar nicht schön. Ich will jetzt hier nochmal diesen kürzer machen. Nicht, dass der uns gleich durchs Netz piekst. So, jetzt will ich hier noch einen kleinen Stock reinmachen. Was heißt ein klein? Das ist ein ziemlicher Knüppel, mein Lieber. Wir müssen das ein bisschen hochhalten. Dann hängt uns das nicht immer im Weg. Das ist so beim Kormorannetz. Das ist also, es kann nerven, aber es nervt auch, wenn du dann, sag ich mal, keine Fische mehr im Teich hast. Ja, wunderbar. So wollte ich das machen. Guck mal, es geht. Cool. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist das natürlich so, dass ich da jetzt runter muss. Und letztes Mal habe ich mich ziemlich verhakt mit der GoPro hier. Deswegen nehme ich die jetzt mal ab. Aber ihr könnt ja auch von hier sehen. Heute filme ich nämlich extra mit 2 Kameras, damit ihr schön dabei seid. Da kommen die erstmal alle rein. Wenn das nicht viel zu viele sind. Ich hoffe, das passt. Damit die das gleiche Wasser haben, auch von der Temperatur her. Zack. Das sollte reichen. So, jetzt werde ich mich mal ins Wasser begeben und dieses Netz herholen. Und dann werden wir mal keschern und drüben fischen. Das ist immer besonders schön. Weil das ein Bio-Wasser ist. Bio ist immer gut. Jetzt kommen hier wieder die Spinnen, die sich abseilen. Und der Wasserstand ist verhältnismäßig hoch für diese Jahreszeit, weil wir ziemlich viel Regen hatten. Ja nun, irgendwie müssen wir sie ja rauskriegen. Ich denke mal, hier ist ziemlich viel Matsch und Blätter mit drin. Das ist sowieso gut, dass wir das mal rausholen. Aber guck mal, das passt von der Breite, oder? Zack. Da funktioniert einfach frei hier. 100%ig. Netz. Jetzt erstmal ranholen. Das kennt ihr ja schon von meinen anderen Videos. Ganz schön viel Dreck mit drin. Mal schauen, wie groß die sind. Das würde mich jetzt ja mal interessieren. Ja, hier. Die sind doch toll. Guck mal, habe ich einen ganz kleinen und einen mittelgroßen gehabt. Warte, ist er wieder weg. Das ist auch eine schöne Größe. Guck mal, toller Fisch. Hui. Siehst du schon, dass der einen schönen Kopf für haben wird. Also ich sag mal so, wir haben ja so viele kleine jetzt mit drin, oder was heißt viele? Einige. Wenn ihr jetzt euch für einen Koi entscheidet, dann packen wir da noch 2 kleine mit rein. Kostenlos. Aber wir schicken das Paket sowieso. Können die mit rein. Da passiert nichts. Das geht super. Oh, große Tiere bei, mein lieber Scholli. Ich habe jetzt hier mir eine zweite Wanne geholt, weil die sind so groß, die passen gar nicht alle in eine. Das ist ein schönes Gelb. Toll. Ich glaube, das war's schon mit den großen, ne?
So, jetzt haben wir alle rausgefangen. Super. Wir haben hier 5 große, wenn ich richtig sehe. Und hier nochmal mindestens 3 große. So, jetzt können wir das schon wieder reinschieben. Vorsichtig natürlich. Sieht natürlich ökologisch aus. So. So, ihr seht, wie das jetzt hier aussieht. Wir haben hier alles Mögliche mit drin. Guck mal, wie klein die teilweise sind. Ja, alle Größen. Hier ist noch einer. Jetzt schauen wir uns die Tiere einmal an. Und ich denke, wir geben denen so Nummern. Die sind jetzt natürlich ein bisschen dreckig. Also der Koi an sich nicht. Guck mal, der ist schön sauber. Der bringt jetzt so ein bisschen Dreck hier mit rein. Das macht aber nichts. Guck mal, schön. Schöner Kopf. Sehr schöner Kopf. Das ist jetzt mal unser Koi Nummer 1 für heute. Kopf ist schön sauber. Was der hier so hat, ist alles nur Dreck. Wir wollen jetzt mal die Länge prüfen. Der hat seine 45 cm. Locker. Also toller Farben. Das ist wirklich mal rüber in die Sonne. Schön, ne? Schöne Farbe. Wollen wir ihn mal von unten anschauen. Das müsste eigentlich ein Weibchen sein. Auch makellos von unten. Die Kiemen schön dunkelrot. Schaut mal. Super. Kein Kiemenbelag zu erkennen von hier aus. Ich weiß nicht, ob man das von euch da sieht. Schaut mal. Das ist ein Weibchen mit richtig tollem Kopf. Er hat hier so einen Mini-Strich hier. Daran kann man ihn gut wiedererkennen. Fällt aber nur auf, wenn man ganz, ganz nah dran ist. Das ist jetzt kein Makel oder so. Kann auch sein, dass er mal wogegen geschwommen ist, dass das wieder weggeht. Nur zunächst können wir ihn daran festhalten. Also ein Weibchen, 45 cm, ausschließlich gelbe, gleichmäßige Schuppen. Tolles dunkelgelb, super schön. Von unten auch makellos. Das ist für heute unser Fisch Nummer 1. So, hier haben wir ein etwas helleres Tier, bisschen schmaler. Ziemlich viel Dreck mit dran. Das müsste ein Männchen sein jetzt, das hellere. Ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das ein Männchen. Ist auch ein bisschen schmaler. Das hat auch 47 cm. 48, fast 48 cm. Das ist jetzt mal unser Fisch Nummer 2 für heute. Und das ist ein sehr schönes Männchen. Ein Tick heller, also eher goldener. Aber auch toll. Das wollen wir uns auch mal von unten ansehen. Ja, so. Jawohl. Keine Kratzer, keine Verletzung. Auch gute Schuppen, sage ich schon. Auch schöne Kiemen. Rot, alles schön rot, keine weißen Belege. So. Das ist jetzt unser Fisch Nummer 2. Männchen, etwas heller, aber trotzdem toller Farbton. Ich zeige ihn noch mal hier in die Sonne. Geh du mal weg. Schaut mal, tolle Farbe, sauberer Kopf, schön. Das ist ein Männchen. Haben wir noch einen kleineren hier. Der hat eine Länge von 41 cm. Das ist unser Koi Nummer 3, der kleine hier. Das ist auch ein Männchen. Das fühlt man schon an den Flossen. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Weibchen, Männchen, Männchen. Das ist Koi Nummer 1 nochmal, dass man auch noch mal in der Sonne sieht. So, das ist Koi Nummer 2, den auch noch mal in der Sonne sieht. Schöner Kopf. Das ist das Männchen mit knapp 48 cm. Und dann haben wir hier noch den etwas kleineren, auch ein Männchen. Sehr schöne Farbe. Und was hatte der? 41 cm Männchen. Den setzen wir jetzt mit den beiden wieder zurück in das Schwimmnetz. Denn ihr wollt ja dann, wenn ihr den ausgesucht habt, auch den richtigen bekommen. Wenn ich den jetzt in den Teich setzen würde, würde ich den ja nie wiederfinden zwischen all den anderen Koi. Das heißt, ich muss mir immer so eine Auswahl machen. Sondern anders funktioniert es nicht. Aber auch eine tolle Farbe. Etwas kleiner, aber schön, super schön. So,
So, jetzt geht's weiter. Oh, wir haben hier noch einige. Koi Nummer 4. Hey! Au! Du bist ja gut drauf. Tolle Farbe wieder. Der hat eine tolle Farbe und einen breiten Kopf. Müsste ein Weibchen sein. Bisschen unterernährt, ne? Du musst mal wieder richtig gefuttert werden. Du musst auch mal zum Automaten kommen. Hast du noch nicht gefunden, wo der ist, ne? Der gute Aquafort Automat mit Solar. Ich sehe jetzt nicht, dass das ein Männchen ist. Das ist ein Weibchen. Und sehr tolle Farbe. Leider vom Körper ein bisschen kleiner als die anderen. 43 cm Weibchen. Tolle Farbe. Super Kopf. Allerdings eine etwas kleinere andere Körperform. Der muss noch ein bisschen mehr essen. Jetzt schauen wir uns noch kurz von unten und die Kiemen an. Kein weißer Belag hier zu sehen, so auf den ersten Blick auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, tolle Farbe. Koi Nummer 4 aus diesem Video. Und wie gesagt, 43 cm Weibchen. Wir machen das jetzt so, dass wir die auch gleich rübersetzen, sonst haben wir hier immer zu viele drin. Also Nummer 4. Jetzt kommt Koi Nummer 5. Das ist wieder ein etwas helleres Gelb. Aber die Schuppen setzen sich sehr schön ab. Das sehe ich schon. So. Mal schauen. Das müsste ein Weibchen sein, ja. Sieht nach einem Weibchen aus. Jetzt erstmal so, aber wir gucken gleich nochmal genau. Der hat schon 45 cm Weibchen. Schön heller Kopf. Hier so ein kleiner gelber Punkt vorne zwischen den Augen. Daran kann man ihn sehr schön wiedererkennen. Ist aber wirklich nur zu sehen, wenn man ganz nah dran ist. Sonst eine richtig tolle Farbe. Achso, haben wir die Kiemen schon geschaut. Die müssten eigentlich bei dem auch gut sein. Ja, da ist kein weißer Belag zu sehen jetzt. Dunkelrot und es fehlt auch nichts. Also die Kiemen sind gleichmäßig ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt sehen können auf den Bildern im Video. Und man kann hier bei dem, das ist anders als bei den anderen, durch die helle Haut und die dunklen Schuppen kann man die Schuppen einzeln schön sehen. Das ist, finde ich, auch toll. Seht ihr das hier? Das sieht doch toll aus. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Also, Koi Nummer 5 ist das. Oh, mein Rücken. Schöner Fisch, ne? Dunkle Farbe. Müsste ein Weibchen sein. Von den... Hey! Willst nicht umdrehen? Machst kein Rückenschwimmen. Das ist ein Weibchen. Also ich gebe hier keine 100%ige Gewähr, was das jetzt ist, aber meiner Erfahrung nach ist das hier ein Weibchen. Auch 45 cm. Schön dunkle Farbe, toll. Tolle Farbe, ne? Guck mal. In der Sonne richtig geil. Oh, oh, richtig geil die Farbe. Und der Kopf ist auch toll. Von unten auch keine Blessuren oder Abstoßung. Kiemen sehen auch recht gut aus. Hier hatte er mal was, aber das ist gut verheilt. Hier hat er sich mal gestoßen. Ja, da ist nichts mit. Der ist super. Er hat ein ganz paar hier oben zwischen den dunkleren Schuppen hat er ein paar helle Stellen. Das ist aber im Grunde rein optisch nicht das Problem. Das sieht trotzdem gut aus. Da kann man ihn sehr gut dran wiedererkennen. Den. Ja, toll, schönes Tier. Was hatte der? 45 cm. Das ist der Koi Nummer 6. Weibchen. Da haben wir noch zwei große, wie es aussieht hier. Die haben sich schon ein bisschen erholt hier wieder. So. Ja, das ist auch... Na, halt mal kurz still. 46 cm. Also das hier ist ein Weibchen. Schöne Farbe, toll. 46 cm. Und das ist der Koi Nummer 7 aus diesem Video. Tolle Kopffarbe auch, ne? Schön. Bisschen dunklere Schuppen als die Haut. Sonst keine Blessuren oder Abstoßungen irgendwie zu sehen. Das mag er nicht so gerne.
Mal die Kiemen gucken. Schön dunkelrot sind die auf jeden Fall. Alles in Ordnung. Also Koi Nummer 7. Hier kann man ihn, ja, wie kann man ihn wiedererkennen? Hier ein ganz bisschen dunkel hier vorne. 46 cm Weibchen. Das Gelb ist so mittel. Es ist nicht hell, es ist auch nicht dunkel. Eine tolle Farbe auch. Gefällt mir sehr gut. Koi Nummer 7. Und jetzt haben wir noch ihn hier. Guck mal. Der hatte mal eine Verletzung. Mal sehen, ob den jemand kaufen möchte. Bin ich mal gespannt. Weil mit seiner Narbe sieht er natürlich einmalig aus. Ne? Kann man immer wieder erkennen. Seht ihr das? Hier ist Haut. Und da wurde er mal gepickt, als er klein war, vom Kormoran. Oder vom, weiß ich nicht was. Ja, seht ihr? Aber die Farbe ansonsten ist total toll. Das könnte ein Weibchen sein, ne? Trotz der Größe ein Weibchen. Gut verheilt. Wir haben hier 38 cm. 38 cm Weibchen. Mit der Blessur. Farbe ist cool. Koi Nummer 8. Jetzt haben wir alle großen. Und schauen wir uns noch mal ein paar kleinere an. Die kleinen sind von diesem Jahr. Verschiedene Farben. Also verschiedene Gelbtöne, mehr nicht. Die sind doch schön, guck mal. Schöne Tiere bei. Der ist ein bisschen dunkel hier. Guck mal, der große. Tolles Tier. Schöne Farbe, heller als die anderen. Die sind alle von diesem Jahr, ne? Jetzt wollen wir noch mal so einen dunkleren uns anschauen. Der hier zum Beispiel. Der hat doch eine tolle Farbe. Schöne kleine Tierchen. Alle sehr metallicfarbenen Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Also ich würde euch, wenn ihr jetzt ein paar von den großen kauft oder einen von den großen, würde ich euch pro großen kann ich, was sind das hier? Passt ja von der Zahl her so, dass ich euch dann 2 kleine mit dazu gebe. Das wäre doch ein fairer Deal. Dann könnt ihr euch auch an den erfreuen. Einige haben richtig eine tolle Färbung, dunkelgelb. Oben siehst du schon die Gimmerenschuppen auf dem Rücken hier. Schön, ne? Der ist ein schöner hier. Schön breiter. Die haben alle einen sehr breiten Kopf. Wahrscheinlich kriegen sie nicht genug ab vom Futter, wenn die Großen im Kescher sitzen. Aber wenn die jetzt richtig gefüttert werden, dann wachsen die wie nichts Gutes. Wie die Elterntiere. So, dann wollen wir die. Ich zähle die jetzt nicht und messe die jetzt auch nicht. Da weiß man auch nicht, ob es Männchen und Weibchen sind. Das lassen wir jetzt so. Und ihr kriegt da 2 Stück dazu, wenn ihr einen von den Großen kauft. Und jetzt packen wir die alle wieder in das Schwimmnetz, damit ich sie euch dann auch zuschicken kann. Wir bringen erstmal die hier hin. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher war hier. Frag mich nicht. Das müsst ihr zurückspulen im Video. Ah, die sind alle toll. Wirklich. Da ist keiner bei, außer jetzt der mit der Narbe. Wo man sagt, nee, der ist nichts. Mit der Narbe ist auch cool. Das ist ein Einzelstück. So, jetzt haben wir die wieder drin. Jetzt holen wir noch die kleinen Babykoi. Oh ja. Die sehen toll aus. Richtig schön. Schwip, schwapp. Vorsichtig fahren. Die sollen ja nicht gegen die Bordwand knallen, ne? Wellenbad. Ja, ich bin ja ganz vorsichtig mit denen, weil das muss nicht sein, dass die sich jetzt da verletzen. Hui. Das machen wir jetzt kurz und schmerzlos. Da passiert nichts. So. Ja, toll. Das hat doch Spaß gemacht. Also wegtreiben tut das nicht, weil
das auch bis zum Boden hängt. Das heißt, sie können auch gründeln, die Tiere. Die Koi können schon im Grund suchen nach Fressbarem. Das machen die ja gerne. Jetzt wollte ich noch mal was austesten, und zwar, ob ich den Stock auch im Wasser dahin stellen kann. Wisst ihr, was der Graureiher ab und zu macht, der Fischreiher? Der sitzt dann auf dem Kormorannetz, auf diesen Umrandungen und versucht dann innen oder außen Fische zu picken. Und die Tiere sind natürlich treu doof, wissen das nicht, checken das auch nicht. Und wenn er sich jetzt nicht mehr raufsetzen könnte, weil ich das da reinstelle, dann könnte sein, dass wir dadurch das so ein bisschen vermeiden können. Ne? Man tut ja alles, um sowas zu vermeiden. Autsch. Guck mal, stelle ich den hier hin. Easy peasy. Ist das was? Oder ist das Quatsch? Eigentlich ist das doch gut, oder? Ja. So, jetzt habe ich den da so hinbekommen. Der ist nicht ganz im Boden drin, aber der hält trotzdem ganz gut. Jetzt machen wir hier diese Stange noch wieder hin. Hier wird ja kein Einsatz gescheut. Hier wird ja. Das sieht doch ganz gut aus. Da kommt der Graureiher nicht ran. Unsere Heringe wieder hin. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn ihr einfach nur die Fische angucken wolltet, mir hat es Spaß gemacht. Ich wollte auch mal sehen, wie viel da drin sind, wie groß die sind, ob wir Männchen, Weibchen haben. Bei den Großen kein Problem, da haben wir das ja jetzt gesehen. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Toll, dass ihr dabei wart, vielen Dank. Danke fürs Zusehen. Abonnieren nicht vergessen. Und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, macht's gut.